Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, also erstmal freue ich mich darüber, dass Bürgerinnen und Bürger sich so intensiv mit diesem Gesetz auseinandersetzen und sich Fragen dazu stellen. Und die Fragen, die Sie jetzt stellvertretend für diese Bürgerinnen und Bürger gestellt haben, die möchte ich Ihnen auch beantworten. Die erste Frage ist in Wahrheit schon beantwortet, nämlich die des Justizvollzugs. Und Sie wissen, weil ich das gelegentlich auch schon hier im Plenum beantwortet habe, dass die Frage, wie in solchen Fällen im Strafvollzug mit diesen Fällen umgegangen wird, eine Frage des Landesrechts ist. Und wir haben heute schon mehrere Bundesländer, die dafür eigene Gesetze geschaffen haben. Hey Leute, die AfD hat Minister Buschmann heute ordentlich in die Zange genommen. Und zwar mit richtig scharfen Fragen zum Gender-Irrsinn der Ampelregierung. Es geht um das neue Selbstbestimmungsgesetz, das verrückte Konsequenzen haben könnte. Da fragt man sich wirklich, für was brauchen wir diesen Buschmann überhaupt? Schaut euch das an. Es wird klar, warum er sich meistens im Amt versteckt. Bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's. Ja, vielen Dank an Herrn Buschmann. Habe ich eine Frage. Es geht um das Selbstbestimmungsgesetz, das ja seit dem 1.11. in Kraft ist. Und da war ich vor kurzem in einer Bürgerfragestunde konfrontiert mit dem Sachverhalt, dass jemand sagte, Herr Brandner, Sie erinnern sich doch bestimmt noch an das Gladbecker Geiseldrama im Jahr 1988. Einer der Täter, einer der Mörder sitzt jetzt seit 35 Jahren im Männerknast und schmort da vor sich hin. Was ist denn jetzt, wenn der auf die Idee kommt, sich zur Frau umschreiben lässt und dann in den Frauenknast verlegt wird? Müssen dann die Frauen, die inhaftiert sind, in dem Frauenknast nicht Angst haben, dass dieser Mann, der 35 Jahre lang im Männerknast saß, jetzt da seine Triebe vielleicht auslebt? Und wie geht's dann weiter, Herr Brandner? Kann jetzt dieser Täter von 1988 nicht auch seinen Vornamen ändern und darf dann die Presse überhaupt noch darüber berichten? Oder wäre das dann dieses verbotene Deadnaming, dass sozusagen darüber berichtet wird, was er ursprünglich mehr für ein Geschlecht hatte? Und Herr Brandner, die dritte Frage wäre dann, man kann ja auch den Nachnamen jetzt ändern. Also kann dieser Täter von 1988 sein Geschlecht, seinen Vornamen und seinen Nachnamen ändern und niemand kann mehr darüber berichten und darf auch mehr darüber berichten, weil es strafbar ist? Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, also erstmal freue ich mich darüber, dass Bürgerinnen und Bürger sich so intensiv mit diesem Gesetz auseinandersetzen und sich Fragen dazu stellen. Und die Fragen, die Sie jetzt stellvertretend für diese Bürgerinnen und Bürger gestellt haben, die möchte ich Ihnen auch beantworten. Die erste Frage ist in Wahrheit schon beantwortet, nämlich die des Justizvollzugs. Und Sie wissen, weil ich das gelegentlich auch schon hier im Plenum beantwortet habe, dass die Frage, wie in solchen Fällen im Strafvollzug mit diesen Fällen umgegangen wird, eine Frage des Landesrechts ist. Und wir haben heute schon mehrere Bundesländer, die dafür eigene Gesetze geschaffen haben. Und es gab bis heute keinerlei Probleme im Vollzug dieser Gesetze. Und deshalb habe ich auch keinerlei Zweifel daran, dass es auch in Zukunft keine Probleme beim Vollzug dieser Gesetze geben wird. Zweitens, Sie haben vorhin von Strafbarkeiten gesprochen. Sie meinten wahrscheinlich Ordnungswidrigkeiten, um die es ja im Gesetz geht. Da will ich aber einen Hinweis geben. Die gesetzlichen Grundlagen setzen ausdrücklich voraus, das ist ein Tatbestandsmerkmal, dass eine Schädigungsabsicht vorliegt. Also wer rein nachrichtlich mitteilt, wer beispielsweise im Familienkreis aus Versehen jemanden mit seinem alten Namen anspricht, das sind ja immer die Fälle, von denen Sie gerne berichten, dass die Menschen davor Angst haben. Vor diesen Dingen muss niemand Angst haben, weil das Gesetz sehr präzise ist und niemand, der unbeabsichtigt einen Fehler macht oder der nur Fakten wiedergibt, muss Sorge haben, mit einer Sanktion belegt zu werden. Dafür muss man nur das Gesetz lesen. Herzlichen Dank. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja gut, wenn Sie mitteilen, dass es bisher keine Probleme im Strafvollzug gab, mag es vielleicht daran liegen, dass das Gesetz ja auch erst seit 5 Tagen in Kraft ist. Und wenn Sie sagen, wenn seit 5 Tagen keine Probleme auftauchten, wird es in den nächsten Jahren auch nicht so sein. Also Ihren Optimismus möchte ich haben. Eine zweite Frage schließt sich an. Wir haben ja noch nach wie vor geschlechterspezifische Strafnormen, den Exhibitionismus-Straftatbestand im Strafgesetzbuch beispielsweise, der nur durch einen Mann begangen werden kann. Jetzt kann ja jeder sein Geschlecht frei wechseln, außer es ist Krieg, dann gibt es ja so eine Sperrfrist. Wie verhält
verhält sich das mit dem Tatbestand des Paragraphen 183 Strafgesetzbuch, den nur ein Mann begehen kann, wenn der sich vorher zu einer Frau erklärt hat, hat sich umschreiben lassen, kann der diesen Straftatbestand noch begehen? Und halten Sie diesen Straftatbestand in der jetzigen Fassung nicht sowieso überhaupt für querfeindlich? Also erstens haben Sie vorhin eine Vorbemerkung gemacht, die von einer falschen Prämisse ausgeht. Sie sagen, die Probleme konnten in der Vergangenheit nicht auftauchen, weil das neue Gesetz erst da sei. Damit unterstellen Sie, dass ein Wechsel des Geschlechtseintrags erst mit diesem Gesetz möglich ist. Das wäre eine unwahre Behauptung, wenn man sie aufstellen würde, weil das nach TSG in der Vergangenheit natürlich auch schon ging und es auch solche Fälle gab. Sonst hätten die Länder ja dafür keine gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Die zweite Frage oder die eigentliche Frage, die Sie gestellt haben, will ich auch klar beantworten, weil die auch immer wieder gestellt wird. Ich habe es auch mehrfach aufgeklärt, ich tue es hier gerne auch nochmal. Der Exhibitionismus-Paragraph knüpft an die Entblößung männlicher Geschlechtsmerkmale. Und wer lediglich seinen Geschlechtseintrag ändert, verliert ja nicht seine männlichen Geschlechtsmerkmale. Insofern kommt es für die strafrechtliche Beurteilung, ich will es hier nochmal sagen, für die strafrechtliche Beurteilung kommt es nicht auf dem Geschlechtseintrag im Standesamt an. Wenn das Ihre Sorge gewesen sein sollte, so kann ich sie Ihnen nehmen. Okay, vielen Dank. Also, Herr Minister Buschmann, ich muss noch mal nachhaken mit Blick auf die Frage, die mein Kollege gestellt hat, weil Sie den Gesetzestext offenbar nicht kennen. Exhibitionistische Handlungen nach § 183 StGB können ausweislich des Gesetzestextes nur von einem Mann begangen werden. Es geht nicht um die Teile, die er entblößt, sondern es geht darum, wer Täter sein kann, ein Mann. Und ich frage Sie, ob im Sinne des Strafgesetzbuches ein Mann, der biologische Geschlechtsteile hat, sich aber zur Frau erklärt hat und der sich jetzt ausweist als Frau und als Frau einen Vornamen führt, kann der Täter dieses Tatbestandes sein? Nochmal, der Wortlaut heißt, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe befragt. Ein Mann. Was ist ein Mann im Sinne des Strafgesetzbuches? Die Zeit, bitte. Frag mal bei Herrn Markus. Sie sind wohl keiner. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, jede Frage, egal welcher Qualität, hat einen Anspruch auf eine vernünftige Antwort. Die will ich Ihnen geben, weil wir das natürlich ordentlich geprüft haben. Und ich kann Ihnen sagen, dass das Prüfungsergebnis meines Hauses, meiner Strafrechtsabteilung ist, dass bei systematischer Auslegung dieses Straftatbestandes es nicht auf den Geschlechtseintrag im Standesamt ankommt, sondern für die strafrechtliche Bewertung eines Falles der Geschlechtseintrag beim Standesamt nicht ausschlaggebend ist, sondern nach Sinn und Zweck des Gesetzes die exhibitionistische Handlung im Regelfall in der Entblößung primärer Geschlechtsmerkmale besteht. Und deshalb kommt es hier auf das biologische Geschlecht an. Das habe ich hier mehrfach erklärt, auch heute am Tag schon. Und ich kann Ihnen nur bestätigen, dass das die Einschätzung meines Hauses ist. Sie können ja selber anderer Meinung sein. Aber das ist die rechtliche Einschätzung meines Hauses, die ich auch schon mehrfach öffentlich mitgeteilt habe. Vielen Dank. Kurze Nachfrage, 30 Sekunden. Vielen Dank dafür. Herr Minister Buschmann, also der Exhibitionismus-Straftatbestand bezieht sich dann also doch auf die vorgezeigten Geschlechtsteile. Das heißt, im Falle Ihrer juristischen Bewertung kommen wir dann doch wieder dazu, wie es auch im Bereich des Wehrdienstes ist, dass dann wieder das biologische Geschlecht einspringt und der exhibitionistische Mann als biologischer Mann zu bestrafen ist. Sehr geehrter Herr Kollege Reichert, 2 Bemerkungen möchte ich zu dieser Simulation einer Frage machen, wenn ich das so nennen darf. Erstens ist es so, es scheint für die AfD in einer Phase, wo das Land um seine Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheit kämpft, nichts Wichtigeres als das Selbstbestimmungsgesetz zu geben. Das ist sehr bemerkenswert. Und die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, Sie gehen immer davon aus, dass die Begriffe
der rechtlichen Behandlung durch die Gesetze und die Biologie im Gegensatz zueinander stehen. Niemand ändert was an biologischen Tatsachen. Der Gesetzgeber findet sie vor. Nur die Frage, welche Rechtsfolgen daran geknüpft werden, das regelt das Gesetz. Das tut das Recht seit Tausenden von Jahren. Adoptiveltern können Eltern eines Kindes sein, ohne jede biologische Beziehung zu diesem Kind zu haben. Und deshalb erzählen Sie dem Land nicht, dass wir etwas gegen Biologie haben. Die Biologie ist die Biologie und das Recht ist das Recht. Ja, Frau Ministerin Paus, meine Frage geht an Sie. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz haben Sie ja das gefühlte Geschlecht über das biologische Geschlecht gestellt. Auf Ihrem Regenbogenportal erklären Sie die Geschlechtsidentitäten. Damit sind Sie Fachmann für Geschlechtsidentitäten. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland findet das oftmals sehr verwirrend bzw. befremdlich. Ich bitte Sie als Expertin daher kurz zu erläutern, wie oder was die Geschlechtsidentitäten Girlflag, Xenogender und Gemigender auszeichnet bzw. voneinander abgrenzt. Da diese Definitionen nicht Thema des Selbstbestimmungsgesetzes sind und da auch das Regenbogenportal nicht zu meinem Haus gehört, finde ich, sollten Sie diese Frage richten an die Menschen, die das interessiert. Jedenfalls ist das kein Regelungsgegenstand der Themen der Bundesregierung. Und ansonsten möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass eben die Frage des rechtlichen Geschlechtes eben etwas ist, was uns unsere Verfassung vorgibt und was uns auch noch mal vom Bundesverfassungsgericht mehrfach nahegelegt worden ist, was leider von früheren Bundesregierungen nicht in der Art und Weise umgesetzt worden ist, dass eben es das rechtliche Geschlecht gibt. Und genau das haben wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz verankert und damit wirklich einen ganz, ganz großen Meilenstein getan für die Menschenrechte, für jeden Mensch in Deutschland. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Wir stellen also fest, dass Sie und Ihr Ministerium Geschlechtsidentitäten, sage ich mal, dem Volk nahebringen wollen, die Sie selber nicht einmal kennen. Das können wir festhalten. Vor diesem Hintergrund halten Sie es für möglich oder können Sie mit wenigen Worten den Menschen im Lande erklären oder sagen, dass es vielleicht möglich sein könnte, dass Sie sich nur als fachkompetente Ministerin fühlen, dies aber in der Wirklichkeit gar nicht sind? Sehr geehrter Abgeordneter, Ja, aber jetzt hat die das Wort. Sehr geehrter Abgeordneter, ich fühle mich gut und ich bin froh, dass ich für Deutschland Ministerin sein darf, für die Familien in diesem Land, für die Senioren, für die Jugend und für die Frauen. Danke, Frau Präsidentin. Frau Familienministerin, Sie hatten gerade gesagt, auf die Frage des Kollegen, dass niemandem etwas weggenommen wird. In der UNO ist eine Studie erstellt worden mit dem Titel Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die darauf hinweist, dass Männer, die sich zu Frauen erklärt haben, im Sport Frauen und Mädchen 890 Medaillen genommen haben. Wollen Sie angesichts dieser Studie weiterhin behaupten, dass niemandem etwas weggenommen wird, dass Männer, die im Männersport bestenfalls durchschnittlich sind, aufgrund ihrer angeborenen Physiognomie im Frauensport 890 Träume von Medaillen von Frauen und Mädchen zerstört haben? Und sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass das aufgrund Ihres Selbstbestimmungsgesetzes auch in Deutschland droht? Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Auch dieses Thema ist ja intensiv erörtert worden im Rahmen der Anhörung. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz macht eben nicht weniger, aber eben auch nicht mehr als das, was drinsteht, nämlich, dass man beim Standesamt seinen Geschlechtseintrag und seinen Vornamen ändern kann. Zu allen Fragen des Sportes etc. sagt dieses Selbstbestimmungsgesetz überhaupt nichts aus. Dazu gibt es bisher Regelungen, dazu wird es auch weiterhin Regelungen geben, und da haben wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz 0 und ja da eingegriffen. Die Kreuze klar für